Also auf jeden Fall nicht so, dass man sich mit Penya nichts mehr kaufen kann oder nicht mehr viel kaufen kann. Das stimmt nicht. Also bester Vergleich. A-Product vor einem Monat 5,5. Jetzt kosten sie 6. Das ist ein Anstieg von basically 10%. Sicherlich nicht unerheblich, aber auch keine gigantische Veränderung. Kann man natürlich nicht 1:1 auf alles anwenden. Es gibt natürlich Sachen, die steigen ein bisschen stärker an und es gibt Sachen, die steigen weniger stark an. Es kommt halt immer auch auf Angebot und Nachfrage an. Keine Frage. Aber grundsätzlich, ich würde sagen, wir sind so bei 10% in den letzten 30 Tagen. Was, wenn es wieder 30 Tage sind und wieder 10%, sind natürlich irgendwann schon, also wenn das nicht mehr aufhört und das immer nach 30 Tagen 10% teurer wird alles, ist das natürlich schon bedenklich. Und man sieht auch nicht, dass es aufhört. Also es wird wahrscheinlich auch so sein, dass es in 30 Tagen dann wieder 10% mehr ist im Schnitt. Pi mal Daumen. Oder sogar noch mehr. Aber wenn du jetzt wirklich nur die letzten 30 Tage vergleichst, dann ist es nicht so schlimm. Wichtig ist halt, erstens, du solltest immer dein Geld ausgeben. Sobald du relativ viel Geld hast, solltest du es möglichst schnell ausgeben und nicht wochenlang rumliegen haben. Wenn du zum Beispiel 1 Jahr lang 2-3 Wochen rumliegen hast, dann ist es halt nur noch, dann hast du halt schon 30 Mio verloren, einfach nur, weil du es nicht ausgegeben hast. Und du solltest halt möglichst in Sachen investieren, entweder halt Sachen, die du wirklich brauchst, Equipment, oder halt in Sachen, die halt keinen Wert verlieren, wie zum Beispiel Products. Products sind die stabilste Wertanlage in Fly. Vor allem A-Products, weil A-Products werden am meisten benötigt, weil davon braucht man ja gefühlt unendlich. Also der Januar-Pass läuft ja logischerweise den ganzen Januar. Aber du solltest, also wenn du ihn kaufst, hol dir auf keinen Fall die Belohnungen ab. Hol dir die Belohnungen erst ab Level 80 ab. Ab Level 80 kriegst du bessere Belohnungen. Also du kannst ihn jetzt schon kaufen und die Vorteile nutzen, wie zum Beispiel den 2-Tage-Shop-Vendor. Also wenn du einen Händler-Shop aufmachst, hält er dann 2 Tage statt paar Stunden. Aber auf keinen Fall die Belohnungen abholen. Erst wenn du Level 80 plus bist. Also wenn du einen Dungeon auf der höchsten Schwierigkeit betrittst, finde ich halt auch, sollten sich die Pet-Käfige automatisch umwandeln in die höchste Schwierigkeit, weil der Dungeon ist ja trotzdem sauschwer. Ist ja nicht so, dass der Dungeon dann plötzlich leichter wird. Nur weil der Dungeon grundsätzlich halt in Flares ist und halt der erste Dungeon an für sich ist, wenn du die höchste Schwierigkeit auswählst, ist er auch saustark und schwer zu machen. Also habe ich noch nie wirklich verstanden. Und deswegen denke ich halt, dass der Dungeon weniger gefarmt wird, weil du durch Pets halt da quasi kein Geld verdienst, versus zum Beispiel High-Level-Dungeons wie The Wilds oder halt S-Pets bekommst und die halt ein Vermögen wert sind im Vergleich. Aber ganz ehrlich, du setzt lieber bei 200 an und dann ist er nur 80 wert, als dass du bei 5 ansetzt und dann ist er 80 wert. Also, ist doch so. Und der Typ, der 5 oder 10 gesagt hat, wollte ich ja dann offensichtlich scammen. Das sind halt die schlimmsten Scammer. Nicht nur, dass sie dich scammen wollen, sie machen dir auch noch ein schlechtes Gewissen, dass du dich nicht scammen lässt. Boah, ey. Richtiger Abschaum, Alter. Richtiger Abschaum. Hat. 22, 24, 67, hot! Spielen jetzt American Football. König der Wale. Muss was für einen schönen Schlaf tun, obwohl ich eher als König der Wale schon alles erreicht habe. Die ganzen Wal-Chayas liegen mir zu Flossen. Okay. Es gibt nichts Geileres im Leben, als geizig zu sein. Das ist meine Lieblingsbeschäftigung. Natürlich, wenn man den FEC-Server gefeiert hat, sagt man größtenteils nur Positives drüber. Aber das ganze Prinzip davon war schon... Also es gibt viele Sachen, über die sie definitiv nachdenken sollten, bevor sie das einfach nochmal machen. Und man kann das Ganze ja eigentlich auch einfach auf den bestehenden Servern machen. Du machst einfach ein Event für jeden Charakter, der jetzt ab Datum XY erstellt wird. Dieser Charakter hat einfach einen 150% XP und Drop Boost und so weiter. Also das kannst du ja trotzdem machen, auch ohne einen externen Server.
Und dann hast du halt nicht diesen Zwiespalt, wo Leute sagen, wo spiele ich jetzt und so. Und du vernichtest nicht einfach mal die Hälfte der Playerbase von einem ganzen neuen Server. Oder auch der Zuwachs von neuen Spielern. Sie haben ja auch den Zuwachs von neuen Spielern, weil ich meine, logischerweise, also ich auch, aber logischerweise hat ja auch jeder gesagt dann, wenn jemand neu angefangen hat, fang am besten auf dem FEC-Server an, da wirst du am meisten erreichen mit deiner Zeit, als wenn du jetzt im Vergleich auf Boroding anfängst, weil logischerweise du levelst halt einfach doppelt so schnell. Und Leveln ist am Anfang ja erstmal das Wichtigste und so. Und du hast ja auch dann quasi den Strom der neuen Spieler komplett auf den FEC-Server geleitet und die alten oder die anderen Server haben basically kaum noch neue Spieler abbekommen, weil die alle auf dem FEC-Server hingeschickt wurden, was ja auch Sinn gemacht hat. Aber für die anderen Server ist es halt dann nochmal doppelt kacke. Du ziehst bestehende Spieler weg und neue Spieler haben kein Interesse mehr für ein paar Monate auf den alten... Oh, wow, was ist denn hier los? Haben kein Interesse mehr wirklich auf den alten Server zu gehen. Für eine Weile. Solange der FEC-Server besteht. Und da musst du halt noch bedenken, das ganze Equipment war gebunden mit dem Doppelt-Upgrade. Kurzfristig Wurst, langfristig extrem scheiße. Mist, ein paar Skills vergessen. Der FEC-Server hat dir das bisschen versaut, weil du denkst, es dauert jetzt so lange, ich habe was verpasst und vielleicht kommt es in 4 Wochen. Vielleicht kommt er in 4 Wochen ein neuer. Ich bin mir ziemlich sicher, das wird nicht passieren. Auf einer anderen Schwierigkeit farmt. Uff, nichts gedroppt. Und genau deswegen macht man ihn nicht solo. Nichts gedroppt. Speed-Server vom FEC-Server war einfach, dass halt neue Leute die Gelegenheit haben, schnell an hohe Charakter und an gutes Equipment zu kommen. Mit der Einschränkung, dass das Equipment gebunden ist. Catch-up, das bedeutet, dass wenn du jetzt Flive Universe anfängst, hast du das Gefühl, dass alle schon Maximallevel sind und alle so viel besser sind als du und dass das alles unerreichbar für dich ist. Und Catch-up bedeutet aufholen. Und das Aufholen fällt dir deutlich schwieriger. Es fällt dir deutlich leichter, wenn du doppelt so viel XP bekommst, wenn du doppelt so viel Drops bekommst und wenn du doppelt so hohe Upgrade-Chance hast, dann fällt dir das ja deutlich leichter, oder? Aufzuholen. Und nichts anderes ist der Server im Endeffekt gewesen. Eine einzige Aufholjagd auf die bestehenden Server. Für neue, also eigentlich an eher neue Leute gerichtet. Natürlich haben da eigentlich zu 80% Leute gespielt, die schon die ganze Zeit gespielt haben. Und haben sich dann das Equipment dort einfach nur geholt. Und ich meine, letztendlich hat der Gala nicht gesagt, was der Sinn von dem Server ist. Ich meine, der Sinn von dem Server war so gesehen die Flive World Championship. Aber zeitgleich, selbst wenn es von Gala so nicht direkt geplant war, was ich mir nicht vorstellen kann, weil dann sind sie noch loster als... Also, das wäre geistesgestört. Aber die müssten das eigentlich wissen, dass wenn sie sowas machen, dass das ja dann quasi eben so ein Event ist. Ich meine, jedes MMORPG hat eigentlich irgendwie so eine Form von Anfänger-Boost-Event. Flive PC hat einige davon sogar über die ganzen Jahre gehabt. Wo du halt zum Beispiel als Anfänger, nur als Beispiel, du wirst Instant Level 60. Oder du kriegst einfach saugutes gute Equipment und XP-Boosts, natürlich alles sehengebunden, geschenkt, damit du schnell aufholen kannst, damit du schnell ein hohes Level erreichen kannst und so. Das ist alles so, das fällt unter dieses Catch-up. Und ich habe den FEC-Server eigentlich auch nicht so wahrgenommen. Also, beziehungsweise es wurde auf jeden Fall nicht so angepriesen, so, hey, guckt mal, hier ist ein neuer Server an alle Anfänger. Wird ja auch überhaupt keinen Sinn ergeben, weil ich meine, Anfänger ist ja nicht im Flive Universe Discord, also macht ja auch keinen Sinn. Aber was man dann schon gesagt hat, ohne es so zu formulieren, und auch Gala, dass du halt neuen Spielern im Endeffekt gezeigt hast, hey, wenn du anfangen willst, guck mal, da gibt es einen Server, du kriegst doppelt so viel XP, du kriegst doppelt so viel Drops, du kannst dir sehr schnell einen High-Level-Charakter oder einen hochleveligen Charakter holen. Oder was heißt holen, also machen, erspielen. Kriegst außerdem noch doppelte Upgrade-Chance obendrauf, das heißt, Equipment machen ist dort deutlich günstiger. Und dann, wenn der Server vorbei ist, kannst du das alles mitnehmen auf den richtigen Server und kannst dann dort ganz normal spielen. Und das war's halt so, basically. Ich habe nicht mal wirklich gesagt, was der Grund oder was der Sinn von dem Server war. Junge, haben wir gar nichts gedroppt oder was? Ach, Junge, ich habe doch gerade gehealt. Ey, das gibt's doch nicht, Mann. Was ist denn heute los? Ja, genau, ich habe seine Leiche fliegen sehen, im gleichen Moment, wo ich hier wo meine M Full F war. Fotofinish einfach.
Und jetzt wird der M wieder umgeboxt, dass ich nicht buffen kann. Ne, es war noch ein Dex, die haben +1. Ach, die Party war noch auf Reihenfolge, deswegen. Ich wollte schon sagen. Okay, dann gucken wir mal hier. Sieht nach einem absoluten Trash-Drop-Day aus. Oh, Seidelboots. Ein Pensero und ein Mightier. Pensero und... Oh! Nee, doch nicht. Pensero und Stress. Okay. Und der Knight hatte auch einen Doppeldrop. Intiret und Mighty aber tatsächlich. Das ist nice. Na gut. Also 3 Double Drops. Ja, natürlich, ey. Flyth hat dieses Jahr, by the way, 20-jähriges Jubiläum. Flyth hat dieses Jahr 20-jähriges Jubiläum. Im August. Und was wetten wir, dass da nichts passieren wird? Da wird nicht mal ein Event kommen. Die werden das nicht mal erwähnen. Die werden das nicht mal erwähnen. Die haben das noch nie erwähnt. Das wäre doch mal was. Sie verlosen, oder du kannst bei einem Event dir eine Nacht im Baumhaus von Gala erspielen. Wäre das nicht was? Das wäre doch was. Eine Nacht im Gala Resort. Treehouse. Das wäre doch was. Nee, lieber F-Coin. Ja, wenn man bedenkt, dass von der Siegergilde nur 2 Leute nach Korea geflogen sind, wollen die Leute offensichtlich lieber F-Coin.